Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode der dritten Staffel. Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountain. Yell it from the Mountain, Konversationen mit KünstlerInnen der Performing Arts Scene. Und heute ist unsere Gästin die bezaubernde, super bewegliche, nämlich hier oben und im ganzen Körper, Künstlerin Sophie Yukiko. Baby, gib mir dein Wort, heute Nacht bin ich in deinem Kopf. Hi, Hi. Blushing. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir uns persönlich kennenlernen können und dass wir auf meiner Couch sitzen können. Ich finde das sehr schön hier gerade. Voll schön. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können. Heute sind wir nämlich zu Gast bei Sophie zu Hause, was total cool ist, weil das gab es bislang noch nicht bei Yell It. Dann sitzen wir heute auf deiner Couch, die ist königsblau. Und ich würde den Stoff als Samt beschreiben. Die Wände sind altbaumäßig abgerissen, also die Tapete ist abgerissen. Und magst du die zwei Bilder im Hintergrund beschreiben? Auf dem einen Bild sieht man den Ozean in so einer hellen Türkisfarbe und links davon hängt ein weiteres Bild. Da drin eine Grafikdesignkunst von einem Künstler aus New York. Boseman heißt er, ich müsste den Vornamen nochmal nachschauen. Der so inspiriert von Futuristic, Afrocentric Storytelling, ganz tolle mystische Grafiken erarbeitet. Auf dem Bild sieht man jetzt eine schwarze Frau mit einem großen Chignon, die vielleicht gerade anointed ist oder meditiert oder so. Ihre Augen sind so ein bisschen zurückgerollt und über ihr geht der schwarze Mond auf. Voll schön. Ich mache einfach mal weiter. Also ich habe heute einen schattierte Fichte, gefärbten Jogginganzug an, gelbe Sneakers und ein weißes Shirt mit einer Silhouette von einer Fro-Person mit Afro-Pick im Haar. Und du? Ich habe weiße Sneakers an. Ich habe eine schwarze High-Waist-Jeans an und dazu trage ich ein Leinenhemd. Und wir haben Getränke dabei in wunderbaren Gläsern, sehr elegant. Und zwar trinken wir naturtrübe Apfelschorle. Cheers! Dankeschön. Das Wunschgetränk von Sophie. Fresh. Love it. Ich liebe es, einfach direkt zu posten mit den Gästinnen. Das ist noch ganz neu. Ich würde dich gerne bitten, dich selbst zu beschreiben und uns zu erzählen, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Sophie Yukiko. Ich bin Künstlerin aus Berlin. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich als Tänzerin vorgestellt, wenn ich gefragt worden bin, was ich mache. Das hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen geändert und geweitet zu Tänzerin, Performance Artist. Auch in den letzten Jahren habe ich mich dann getraut, Writerin hinzuzufügen, obwohl ich bis dato nur kleinere Publikationen, Freelance-Artikel oder so publiziert habe. Genau,
Genau, und mittlerweile traue ich mich tatsächlich auch, mich als Autorin zu beschreiben und auch vorzustellen, weil ich jetzt das große Glück habe, mich auch in diesem Bereich wirklich auszuleben und auszuprobieren. Und das rollt richtig schön von der Zunge, das sagen zu können, Autorin. Ich habe für mich herausgefunden, dass der zentrale Punkt, der mich interessiert, Storytelling ist. Und da ist mir eigentlich relativ gleich, ob ich Geschichten durch Körper erzähle und durch Tanzperformance selber oder durch die Inszenierung dieser Performances oder durch das geschriebene Wort. Bevor wir aber mehr von dir erfahren, würde ich jetzt ein paar Pop-up-Questions dir stellen. Are you ready? Welcher Song läuft aktuell bei dir on Loop? Kunta Kinte Dub es hilft mir, mich zu verankern und bei mir zu bleiben. Alright. Ja. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich mitgeben? Hab keine Angst. Welches Buch liest du gerade? Ich muss leider gestehen, dass ich mir angewöhnt habe, ich lese parallel. Ich wollte das nie machen. Ich habe das immer sehr wichtig gefunden, Bücher nacheinander zu lesen. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber für mich war es immer so, nein, man muss dem Buch die richtige Aufmerksamkeit geben und ich liebe Bücher sehr. Das ist aber irgendwie gerade nicht mehr möglich oder nicht mehr Teil meiner Realität, deswegen lese ich gerade mehrere Sachen. Aber das, worüber ich mich am meisten freue oder was ich wirklich nur für mich lese, ist ein Buch von Musa Okwonga. Und das heißt It Was All About Love. Nein, es heißt At the End It Was All About Love. Das ist ein Schriftsteller aus den UK, der nach Berlin gezogen ist und ein absolut wunderschönes, sehr heilsames Buch geschrieben hat, was ich wirklich jedem sehr empfehlen kann. Und vor allem Leuten, die kreativ sind und manchmal an sich zweifeln. Dieses Buch hat wirklich mein Herz umarmt. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber es ist ein wunderschönes Buch. Genau, und dann lese ich daneben von Alison The Invisible Man. Lese ich aber jetzt schon ein bisschen länger dran. Und dann lese ich Die Aktivistin. Das ist eine Biografie von Petra Kelly. Also was ich gerade merke, ist, dass ich nicht alleine bin, damit mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Ich kann mich nämlich auch immer nicht entscheiden und dann fange ich immer mehrere Bücher an. I feel it, richtig krass. Was empowert dich? Voguing, Ballroom. Tatsächlich mein Kollektiv. Also wenn du das Gefühl beschreiben würdest, also wenn du sagst, ich fühle mich empowered, wenn ich fühle mich empowered, wenn ich vogue. Ja. As simple as that, ja. Geil. Cool. Also es funktioniert lustigerweise tatsächlich. Also ich liebe Ballroom, obviously. Es ist ein großer Teil meiner Identität, aber es ist auch sehr draining und es ist auch mit sehr viel Schmerz verbunden. Es ist auch sehr anstrengend, dort aktiv zu sein und es ist kein bequemer Haven. Es ist ein Ort, an dem man die ganze Zeit durchgeshakt wird und herausgefordert wird. Aber Voguing, wenn mein Körper das macht, dann fühle ich mich empowered. Ein Grund, warum ich dich auch eingeladen habe, Gästin zu sein bei Yellit, ist, dass ich deine Geschichte, so wie sie sich entwickelt hat, also erstens mehr im tänzerischen Bereich unterwegs zu sein und dann dein Weg dahin, dass du jetzt eben auch viel schreibst und sehr, sehr inspirierend fand und spannend. Und vielleicht kannst du uns das kurz erzählen, wie das kam, weil ich glaube, das ist ja auch nicht so ein straighter Weg gewesen, dass du irgendwie mit 10 dir überlegt hast,
ja, ich will schreiben. Und du hast ja schon betont, dass Storytelling so wichtig ist und letztendlich das Medium nicht so wichtig. Genau, kannst du den Weg so ein bisschen erzählen? Ja, also einen straighten Weg gab es bei mir tatsächlich noch nie. Das hat super viele unterschiedliche Gründe. Ich hatte es überhaupt nicht leicht in der Schule. Ich habe mich da gar nicht gut zurechtgefunden. Mein Elternhaus war während meiner Teenagerzeit auch nicht das Einfachste zu navigieren. Wir hatten nie Geld. Also es war immer so, es gab viel Druck. Also ich habe viel Druck empfunden in meiner Teenagerzeit. Wie viele andere Teenager auch, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber das waren so ein bisschen meine Gründe. Genau, und ich hatte es halt in der Schule nicht so mit Autoritäten und bin sitzen geblieben und nochmal sitzen geblieben, war 100-mal in der Nachprüfung. Also, dass ich die Schule überhaupt zu Ende gemacht habe. Also ich bin 15 Jahre zur Schule gegangen tatsächlich. Mit den Autoritäten hatte ich auch immer Probleme. Das ist auch bis heute noch so. Und ich frage mich, woran es liegt. Was würdest du sagen, woran es liegt? Ich glaube, da gibt es keine monokausale Antwort zu, weil ich glaube, dass sich das auch je nach Situation verändert. Ich glaube, in ganz vielen, also ganz oft sind es sehr offensichtliche Gründe, wie wenn afrodeutsche oder nicht weiße deutsche Kids in super weißen Surroundings aufwachsen oder so. Aber in meinem Fall war das gar nicht so. Also wenn man auf ein Kindergartenfoto von mir guckt, da sind, glaube ich, 2 weiße Personen drauf, okay, aus der ganzen Kindergartengruppe. Und das heißt auch nicht, dass die deutsch waren. So. Und meine Grundschulklasse war auch super divers. Im Gymnasium war es auch super divers. Also das war jetzt nicht so, ich bin innerstädtisch aufgewachsen, das war jetzt nicht so, dass ich mich den ganzen Tag krass, zumindest in diesem System Schule, durch MitschülerInnen geothert gefühlt habe oder so. Ich habe aber durch viele Erfahrungsberichte von anderen jungen, schwarzen, deutschen Menschen erfahren, dass es da ganz unterschiedliche Geschichten gibt. Ich glaube, generell ist es im Schulsystem definitiv so, dass wenn man einmal da irgendwie durch die Cracks fällt, dass es ganz wenig Raum gibt, das zu korrigieren und dass es nicht wirklich ein Auffangsystem gibt, bestimmte Kids abzuholen. Und ich glaube, dass junge Menschen da ganz unterschiedlich drauf reagieren, weil Menschen unterschiedlich sind. Manche gehen halt zurück und probieren es gar nicht erst. Und in meinem Fall war das halt so, dass ich sehr, sehr laut war, ich war nie ein schüchternes Kind, ich war halt sehr demanding auch mit meinen LehrerInnen und ich habe es mir halt verscherzt und dann konnte ich das nicht wieder gut machen. Also ich glaube, das war so, glaube ich, die größte Herausforderung für mich und ich war einfach wahnsinnig wütend und verletzt aus ganz vielen Gründen und es gab keine Echokammer dafür, keine strukturelle Echokammer dafür. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die einfach in diesem System funktionieren, aus bestimmten Gründen. Und bei manchen ist es natürlich schwieriger, dass sie in diesem System funktionieren. Und das hat halt natürlich mit Privilegien zu tun und verschiedenen Dingen. Und ich glaube schon, dass da diese Dinge, die du angesprochen hast, die schon auch also die Mehrheitsgesellschaft betreffen, beziehungsweise Äußerlichkeiten, da auch eine Rolle spielen. Und ich finde, es gibt schon Möglichkeiten, wie zum Beispiel viele Menschen, die beweglicher sind im Kopf und auch aber im Körper, um einfach Strategien zu entwickeln, die mal rauszuholen. Also ich weiß, dass mein Sohn zum Beispiel, der wird halt auch sehr schnell hippelig und so und die lässt ihn dann einfach rausgehen und dann kann der auf den Flur tanzen und erst mal rumrennen und dann wieder rein und das finde ich so cool. Ich hätte gerne diese Möglichkeit gehabt, weil sie weiß, die Energie muss einfach raus und dann ist ja schon viel anders geerdet und ich finde, wenn es solche Möglichkeiten viel öfter gäbe, würde das schon so viel bringen im jungen Alter, wenn man quasi die einzelnen Menschen anguckt und sieht, was braucht diese Person jetzt. Voll. Aber das ist im System
glaube ich, oft nicht berücksichtigt. Aber deswegen hatte ich ja Glück, Tanz zu haben, weil wie du es gerade schon an dem Beispiel gesagt hast, wurde ich also zum einen super dankbar für meine Eltern, die mich einfach früh haben machen lassen, ausprobieren lassen, auch sehr körperlich also mein Vater hat mich auf jeden Baum klettern lassen, egal wie hoch der ist, mit mir Akrobatiktricks gemacht. Mein Vater war selber auch Artist. Cool. Und ich habe in der Bewegung und im Tanz halt super schnell ein Safe Space in dem Tanz gefunden. Ich wollte tatsächlich schon als kleines Mädchen Tänzerin werden oder beziehungsweise auf der Bühne stehen. Also ich wollte Schauspielerin werden auch. Aber da wurde mir relativ früh auch signalisiert, dass das nichts werden kann. Weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Oder genau, also es war damals tatsächlich dann so, dass meine damalige Agentin, die auch sehr, sehr lieb war, aber die dann damals, als ich 14 war und meine Schwester auch, die war auch in der gleichen Agentur, zu uns gesagt, dass sie uns keine Rollenangebote mehr machen kann, weil es sie einfach nicht gibt. Und ich glaube nicht, dass sie gelogen hat. Also es ist zu der Zeit wohl akkurat. Und ich hatte da auch gar nicht so den großen Schmerz mit. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, weil ich mich dann aufs Tanzen konzentriert habe. Und noch bevor ich mir einen Weg suchen konnte, wie ich das machen will mit dem Tanzen, bin ich schon irgendwie in diesen Beruf reingestolpert tatsächlich. Ich habe keine Tanzausbildung gemacht, ich war nicht auf einer Akademie, ich habe keinen Tanz studiert oder so, ich habe halt einfach krass Gas gegeben und hatte halt Glück, dass mich dann Leute gesehen haben, mitgenommen haben, gementort haben, vorgeschlagen haben. All diesen Leuten bin ich sehr dankbar, weil nur darauf konnte ich dann, also darauf in Kombination mit meiner Leistung, aber durch Zugänge, die andere Menschen mir dann auch verschafft haben, hatte ich dann die Möglichkeit, mich auch zu beweisen und letztendlich dann auch eine Karriere daraus zu formen. Habe dann aber nach einigen Jahren in der Industrie gemerkt, dass die Branche, die Showbranche als Tänzerin nichts ist, wo ich mich sehr aufgehoben fühle und das macht super schnell was mit meiner Motivation. Und du brauchst aber, wenn du halt wirklich exzellent sein willst, in einem Beruf, den viele Leute machen wollen, dann auch die entsprechende Motivation. Und bin dann so ein bisschen wieder zurückgekommen zu meinen tänzerischen Ursprüngen, mehr in die subkulturellen Tänze einzusteigen und habe dann Georgina kennengelernt, die Voguing nach Deutschland gebracht hat und Ballroom nach Deutschland gebracht hat. Habe mich ultimativ dann dem Kollektiv angeschlossen und dort dann mein ultimatives Outlet gefunden, so für meinen Tanz. Ich habe dann noch als Tänzerin gearbeitet, weil durch Voguing war ich dann so, okay, gut, hier geht mein Fokus hin und das andere Tanzen ist Arbeit so. Und damit war ich auch happy, bis ich mich dann verletzt habe. Man könnte es verletzt nennen. Ich hatte einen Tumor im Kiefer und musste operiert werden, sehr kompliziert, weil der Tumor so verwachsen war mit dem Kieferknochen, dass so viel vom Kieferknochen weggenommen werden musste, dass von meiner Hüfte Knochen entnommen werden musste, um den Kiefer wieder aufzubauen. Sehr, sehr kompliziert und hat mich halt ausgenockt, für einige Monate richtig arbeiten zu können. Und aus finanziellen Gründen habe ich dann in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt, hey, braucht jemand eine Produktionsassistenz etc., irgendwas, was ich machen kann, weil durch den Beruf Tänzerin habe ich ja viel Erfahrung mit Produktion gemacht. Und tada, hat jemand eine Motivaufnahmeleitungsassistenz gesucht. Und so bin ich beim Film gelandet. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das zu machen. Aber alle waren so, du musst es machen, voll die gute Chance, du wirst gut verdienen. Habe ich es gemacht, und dann ist kurz bevor der Dreh losging, die eigentliche Motivaufnahmeleiterin gegangen, war nicht mehr in dem Projekt und ich habe es dann gemacht. Super ins kalte Wasser, sehr viel geweint, sehr viel geschwitzt, aber genau, so bin ich dann beim Film gelandet. Und das war eine große Produktion, richtig? Das war eine sehr große Produktion, ja. Das war Lombok. Nicht schlecht. Und wie war das für dich? Also warst du danach so, okay, interessante Erfahrung, nie wieder? Oder war das so ein Einstieg? Ja, ich war so, okay, das war nett, danke für das Geld, ich werde das nie wieder machen. Es ist so anstrengend,
Setleben ist so anstrengend. Man hat oft eine sehr romantisierte Vorstellung von, was filmkreativ sein bedeutet. Aber es gibt so viele Positionen, viel mehr Positionen in dem Konstrukt Film, die wirklich knochenharte Arbeit sind. Motiv ARL hat, also Location Management hat eine sehr große Verantwortung für das Bild. Also, weil wenn du Fehler machst, dann sind die sehr dramatisch für Drehpläne, für den ganzen weiteren Verlauf des Drehs. Und deswegen ist der Druck da sehr hoch und deswegen wollte ich das nie wieder machen. Du wolltest es nicht weitermachen, aber du hast es dann auch ein bisschen weitergemacht. Und zwar warst du dann noch als Location Scout eine Weile unterwegs, bevor du zum Schreiben gekommen bist. Genau, also ich habe eigentlich, ich habe immer Location Management gemacht. Scouting ist nochmal so ein bisschen eine vorgelagerte Arbeit, obwohl so wie Produktion heute läuft, eigentlich, ich kenne keine Location Managerin, die nicht auch ein Viertel oder die Hälfte oder manchmal auch mehr der Motive mit scoutet. Das ist normal, dass das so ein bisschen ineinander greift auf jeden Fall. Genau, und das habe ich dann weitergemacht. Das ist ein super harter Job. Du bist die erste Person am Set, du bist die letzte Person am Set. Dein Wecker klingelt um 3, um 4. Du stehst nachts irgendwo auf irgendwelchen Feldern, bist dafür verantwortlich, dass, keine Ahnung, 10 LKWs richtig parken. Also es ist, auch das gehört zum Film. Ne? Und wenn man Film verstehen will, dann gehört es auch dazu, auch diese Dinge über Film zu verstehen. Was bedeutet das, wenn ich das und das mache? Was bedeutet das dann in der Konsequenz? Deswegen bin ich in Retrospektive super froh, dass ich das gemacht habe. Auch wenn ich damals tatsächlich weiter beim Film gearbeitet habe, obwohl das nicht die Position war, die ich unbedingt machen wollte. Zum Teil aus finanziellen Gründen, weil ich halt auch gedacht habe, okay, ich werd älter, ich kann nicht ewig tanzen, ich möchte was anderes machen. Und einfach, weil ich auch die Proximität zu Film wollte. Also ich wollte schreiben, aber es wird niemand zu dir kommen, wahrscheinlich, und sagen, hey, hast du zufälligerweise Ambitionen, Autorin zu werden? Auch bei mir war das nicht der Fall. Und ich habe dann irgendwann angefangen, meine Arbeit beim Film zu behandeln als mein eigenes bezahltes Praktikum. Und ich habe tollen RegisseurInnen dabei zugeguckt, wie sie arbeiten, wie inszenieren die, was bedeutet ein Kameraumbau, was brauchen die Leute, wie arbeiten unterschiedliche Departments. Und ich habe sehr viel verstanden über diese Zeit, über Film als Ganzes. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe während einer Produktion dann gesagt, ich möchte da rein. Das war während der 3. Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, wofür ich noch Location Management gemacht habe. Und da ich die erste Staffel auch gemacht habe und man sich da schon kannte, habe ich dann in a leap of hope diesen Wunsch geäußert. Sie haben mir eine Chance gegeben. Und also sich auch gefreut zu hören, dass ich diesen Wunsch habe. Das heißt, es war, die Hard Facts sind so, du hast weder irgendwie kreatives Schreiben studiert, noch hattest du irgendwelche Schreibvorlagen, um irgendwie zu zeigen, dass du schon Erfahrung in dem Bereich gesammelt hattest oder dass du schon was veröffentlicht hast oder so, sondern du hast einfach gesagt, ihr kennt mich, ich bin kreativ auf verschiedenen Ebenen und ich möchte das lernen, ich möchte in dem Bereich arbeiten, und die haben gesagt, okay, das probieren wir. Also ganz so war es auch nicht. Es war tatsächlich so, dass Philipp Kessbohrer, der Gründer von der Bild- und Tonfabrik, mich angesprochen hat irgendwann mal und gesagt hat, hey, ich habe einen Podcast gehört, wo du interviewt worden bist, du hast super interessante Ansichten, super interessante Perspektiven. Erzähl doch mal mehr, was würdest du gerne so machen, und wollte einfach ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich war da tatsächlich im ersten Moment ein bisschen irritiert, weil ich nicht genau wusste, warum diese Dinge wissen wollte. Fast zeitgleich kam ein Interview von ihm raus,
indem er sich dazu geäußert hat, dass er viel über Diversität nachdenkt, auch nicht nur in der Besetzung vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera und wie man das halt am besten gestalten kann. Natürlich möchtest du ja jetzt auch nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen und sagen so, hey, du bist schwarz, hast du mal, also ne, du willst ja Leute auch nicht tokenisen und so. Genau, und als ich den Artikel dann gelesen habe, dieses Interview gelesen habe, habe ich mich dann getraut, meinen Wunsch zu äußern und bin halt auch mit offenen Armen empfangen worden. So. Also ich hab gesagt, hey, Diversity, Perspektiven, wenn das ist, was ihr möchtet, dann wäre ich die Person, die jetzt eine Chance bräuchte. Und dann hat man erstmal gesagt, hey, wir probieren es erstmal aus, gucken, ob wir uns gut verstehen. Passenderweise gab es gerade ein Projekt, was gerade gestartet hat in der Entwicklung, sodass ich den Prozess auch von Anfang an miterleben konnte. Ja, und jetzt lerne ich halt sehr viel. Für mich ist es sehr wichtig, die Craft zu lernen, den Skill zu lernen. Ich lese sehr viel über Screenwriting. Ich habe Ideen und Perspektiven, die seltener beachtet werden, möchte ich eine gute Autorin sein. Ich möchte richtig gut schreiben. Und ich möchte auch aufgrund meines Skills in einem Raum rein können und mich in bestimmten, in dieser Branche etablieren, weil ich extrem gut bin und nicht aufgrund meiner Identität. Es sollte vorausgesetzt sein, dass jede Identität gesehen werden kann und gehört werden kann und schreiben darf und sich ausdrücken darf. Und mir persönlich ist halt einfach wichtig, dass ich meinen Teil mache, dass ich den Skill mache. Und wenn ich den habe, dann werde ich die anderen Türen eintreten, wenn sie zu sind. Yes! Und erzähl doch mal, was kannst du schon verraten mit welchen Themen beschäftigt ihr euch und worum geht's so? Also in der Serie, so viel kann ich sagen, geht es, das ist eine Coming-of-Age-Serie und es geht um junge Menschen, die mit sehr viel Alltagsproblemen, mit sehr viel Druck konfrontiert sind. Klar, alle Jugendlichen sind mit Druck konfrontiert. Pubertät ist super anstrengend, aber es geht ja auch darum zu erzählen, wie Leute mit unterschiedlichen Einkommen, an unterschiedlichen Postleitzahlen mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Es geht um Space, um das Gefühl, herauszuwollen, um das Gefühl, nicht herauszukönnen, um dieses mit den Hufen scharren, um vielleicht auch die Hassliebe zu dem Ort, an dem man aufwächst. Um so eine Geschichte geht es. Und im Zentrum unserer Geschichte steht eine Protagonistin, die sehr, sehr, sehr fokussiert und mit einem sehr großen Willen dafür kämpft, dass sie sich den Space, den sie sich so sehr wünscht, auch verschaffen kann. Total cool und wir freuen uns schon sehr auf die Serie und sind sehr gespannt. Ich frage mich, was du Menschen ganz besonders aus der Black Community und aus der LGBTQI+Community so ans Herz legen würdest, die jetzt Lust haben auf irgendein Gewerk im Filmbereich. Ne? Also das, was du gerade schon beschrieben hast, finde ich, steht so für sich. Aber jetzt gerade in diesem Moment, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Also ich glaube, ganz vorne heran muss ich an den Mut appellieren. In letzter Konsequenz ist jede Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich jetzt was ausprobieren kann, was auch immer noch super scary ist und auch immer noch manchmal herausfordernd oder so, da gehört Mut zu und ich kann verstehen, dass für manche Menschen es ein größerer Kraftakt ist, als für andere Menschen diesen Mut zu finden und aufbringen zu können.
Und wenn man den hat, dann muss man den ganz dringend beschützen. Es sind super spannende und sehr verwirrende und aufreibende Zeiten, was die Diskurse über LGBTQI und schwarze Menschen angeht. Und das ist gut, weil das wird gebraucht und jetzt passiert halt das. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, nicht nur für Menschen, die Ambitionen im Film haben, sondern generell, wenn man ein Mensch ist, der sich zu irgendwelchen Zugehörigkeiten selbst zuzählt, was jetzt Communities angeht, dass man auch versteht, dass klar, man hat seinen eigenen Schmerzkörper, aber in seiner Community haben alle auch diesen Schmerzkörper. So. Und dass man nicht in diesem Schmerzkörper verweilt. Ich glaube, wenn man es schafft, den Mut aufzubringen, sich wirklich nochmal von all diesen Nebengeräuschen, die stattfinden, ne? Also alle Diskurse über, du musst das so machen, du musst das so machen. Und ich finde vor allem wir, also ich spreche für wir in der schwarzen Community, aber auch für das wir in der LGBTQI+-Community, weil ich zu beiden Communities dazugehöre, vor allem wir sind sehr hart miteinander. Also wir richten Urteilen sehr hart über die Arbeit von uns. Und man muss verstehen, und das wäre total wichtig, dass wir super multidivers sind in diesen Gruppen. So. Also bei LGBTQI ist es sehr einfach, wenn du dir das anguckst, all diese Buchstaben und alle Leute von außen stellen sich immer so eine große Gruppe vor, die dann unterm Regenbogen zusammen feiert. Dabei haben irgendwie Off-Color-Trans-Menschen in Berlin vielleicht sehr wenig Berührungspunkte mit der weißen, lesbischen Cis-Community oder so. Und die sind auch nicht an den gleichen Orten und haben auch nicht die gleichen Herausforderungen unbedingt. So. Und für schwarze Menschen ist das Gleiche. Also meine Diskriminierungserfahrungen als schwarze Person mit afroamerikanischem Hintergrund, was eine ganz andere Migrations- und Traumata-Geschichte ist, und als nicht-hetero-Frau sind ganz andere Erfahrungen und andere Diskriminierungen, aber auch zum Beispiel als Light-Skin-Frau andere Privilegien, als Able-Body andere Privilegien, als die Erfahrungen, die andere Leute machen. Und es ist halt super wichtig, dass wir da rausgehen können und sagen können, okay, was ist denn Privileg? Privileg ist, wenn du in einen Raum gehst, dann kann sich das halt ganz schnell ändern. Also ich kann halt in einen Raum gehen und als Light-Skinned, Able-Body und hetero-passing-Person super viele Privilegien innehalten. Je nachdem, wer in diesem Raum ist, gehe ich in den nächsten Raum, kann sich das ändern. Also jeder hält Privilegien inne. Und also sehr viele Menschen leiden unter unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, und da, wo Intersektion stattfindet, ist das halt mehr. Und letztendlich sind all diese Fragen, die wir uns über Identität stellen und diese Bemühungen, uns selber verorten zu können, zwar notwendig, aber auch da wäre mein Rat, nicht darin zu verweilen, weil in letzter Konsequenz, was möchtest du machen? Möchtest du Regie machen? Möchtest du Schauspielerei machen? Das alleine, Künstlerin sein, ist schon so eine große Herausforderung und mit so vielen Hürden verbunden. Sich zu etablieren in der Filmbranche ist schon mit so vielen Hürden verbunden, unabhängig von Identität. Es ist super schwer, sich in diesen Berufen zu etablieren. Der Zugang ist schwierig, und es ist auch keine easy Branche, in der man leicht navigieren kann und in der Leute einen ganz netten Umgangston haben. Und es ist auch kein Ort, der für alle Leute safe ist. Es ist eher ein Ort, der für die meisten Leute nicht safe ist. So. Und all diese Sachen sind schon mit so viel Anstrengung verbunden, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich es schafft, sich in einen Status zu bringen, wo man das Ziel, das letztendliche Goal, was man hat, nicht aus den Augen verliert. Und wirklich da nichts, also dass
unter allen Umständen beschützt und sagt so, okay, das passiert und das passiert, this affects me. Und hier habe ich ein Problem und hier habe ich Redebedarf und hier habe ich Wut, aber jetzt gerade ist meine Aufgabe, dieses verdammte Skript zu Ende zu schreiben. Ja. Und das ist mein Goal und nichts wird mir in den Weg kommen. Ich werde das unter allen Umständen beschützen. Und wenn das nicht der Fall ist, verliert man Zeit, man verliert Energie, man verliert Fokus und man verliert ganz, ganz viele Dinge. Man muss nicht an allen Fronten kämpfen und man kann auch nicht an allen Fronten kämpfen. Ich bin super dankbar für alle AktivistInnen, JournalistInnen, Menschen, die durch die Diskurse, die sie mit ihrer Arbeit angestoßen haben, dafür gesorgt haben, dass ich Mut aufbringen konnte, den ich brauchte und immer noch brauche, um das zu machen, was ich mache. So. Und dafür bin ich super dankbar. Ich kann das nicht machen, was die machen und ich muss das auch nicht machen. Ich mache das, was ich mache und das ist auch genug. Ja. Und auch das ist etwas, was man lernen muss, zu sagen, so, ey, das ist genug und wahrscheinlich werden ganz viele Leute sagen, dass es nicht genug ist oder dass es blöd ist oder dass ich das anders machen sollte. Aber unter allen Umständen muss man das beschützen und man darf sein Ziel auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Ich finde, es ist ein absolut wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für diesen Input, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und danke, dass du heute Gästin warst und auch noch bist. Und während du dir schon mal überlegen kannst, was du gleich am Ende in die Kamera yellst, sag ich kurz, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt und zugehört habt. Heute mit der Gästin Sophie Yukiko. Und freut euch auf die nächste Episode von Yell It. Wenn ihr übrigens noch ein bisschen mehr über die Ballroom-Community und den Background von Sophie Yukiko erfahren wollt, dann könnt ihr auf ihre Website gehen, die jetzt hier eingeblendet wird, weil ihr da auch ganz viele Interviews sehen könnt und ganz viel von der Geschichte von Ballroom. Ihr könnt euch auch Posts reinziehen und dann könnt ihr viel, viel mehr davon erfahren. Diese ganzen Interviews gibt es nämlich schon, aber das, was sie heute gesagt hat, special. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal und schicke euch liebe Grüße. And now, are you ready? Yes. Stage is yours. Habt Mut. Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountains.